Ja, servus, grüß euch und habe die Ehre, das ist der Drago mit einer neuen Folge von Red Dead Redemption, und zwar vom ersten Teil, der jetzt am 29. Oktober auf Steam released ist, sage ich jetzt mal. Und ja, da hat es schon ein bisschen Diskussionen gegeben unter die Fans, ob das überhaupt gerechtfertigt ist, für das Spiel den Preis, fast Vollpreis, zu verlangen. Und ja, da gibt es geteilte Meinungen, oder beziehungsweise die meisten Meinungen gingen in eine Richtung. Es ist zwar Undead Nightmare dabei, aber kein Online-Modus, und im Endeffekt ist es keine PC-Portierung, sondern, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, eigentlich die PS3-Umsetzung oder PS3-Portierung. Wobei ich auch wieder gelesen habe, dass schon einige Sachen verbessert worden sind. Ja, kann man jetzt davon halten, was man mag. Sag mal, man muss ja nicht kaufen. Also für mich persönlich muss ich sagen, ich finde schon, dass es besser ausschaut wie die PS3-Version. Und die Ladezeiten sind auch deutlich besser, also definitiv. Und ansonsten muss ich sagen, es gibt Red Dead Redemption halt jetzt endlich auf dem PC. Das ist schon sehr genial. Den ersten Teil, ich liebe ihn einfach. Für mich ist das, wie gesagt, habe ich in der letzten Folge schon erzählt, mein all-time favorite Game. Wobei ich halt natürlich das Problem habe, dass ich Red Dead Redemption 2, was ist das Problem? Dass ich Red Dead Redemption 2 halt nicht so wirklich gespielt habe, weil mir das ein bisschen vermisst worden ist. Mit einem ganz bösen Spoiler. Aber da hänge ich jetzt auch mit dran, dass ich den zweiten Teil nachhole. Natürlich technisch auf jeden Fall besser, ist ja logisch. Von der Story weiß ich es nicht so. Also da muss ich sagen, dass die Charaktere und die Story, ist ja einfach geil, wenn man da Charaktere und die Story vom zweiten Teil ergänzen, sagen wir mal. Den ersten ist ja ein Prequel im Endeffekt. Und ja, also ich mag halt den ersten von dem her ganz gern, weil er sich halt an alte Western-Filme wie Spiel mir das Lied vom Tod oder John Wayne-Filme und so weiter, dieses staubige, dreckige, sehr gut rüber transportiert. Und auch die Hauptfigur John Marston finde ich einfach legendär, muss ich echt sagen. Also finde ich nach wie vor besser und interessanter wie an Arthur Morgan. Also catcht mir einfach mehr. Red Dead Redemption 2, auch natürlich sehr genial, ist aber ein bisschen bunter, finde ich. Und hat halt ein bisschen mehr von so gewissen, ja, von modernen Western oder von Tarantino-Filmen wie Hateful Eight oder Django Unchained und so. Es geht natürlich auch richtig zur Sache, ist total geil. Vor allem die Detailverliebtheit und die, was du machen kannst, wie die Umwelt reagiert und so, das ist schon einzigartig und legendär, muss man jetzt ganz klar sagen. Aber ich bin halt so ein bisschen eher Klassik-Fan, und es sind beides Hammer-Games einfach. So, genug gelabert, es geht weiter. Wir gehen jetzt zu Bonnie McFarlane. Also beim ersten Teil 2010 durchgespielt. Keine Ahnung, ich weiß wahrscheinlich nicht mehr alles so genau, deswegen möchte ich ihn jetzt einfach nur mal auf mich wirken lassen und bin gespannt, wie es weitergeht. Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarlane. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Hop on up, Mr. Marston. Okay, dann auf die Kutsche. Geh zum Kutschbock. Da bin ich doch. Jetzt schon los. Auf die andere Seite vielleicht. What exactly are you waiting for? Ja, ich wollte bei der Beifahrerseite einsteigen. Alles gut. Bin ja schon dabei. So, fahr die Kutsche nach Armadillo. Das ist halt You're einfach looking auch much cool. better, considering you
were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Das hat halt einfach damals auch schon I think geile. it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. Don't call waking snakes. Sleeping snakes, oder? Was hat's gesagt? Keine schlafenden Hunde wecken, das sind aber Schlangen, oder? You never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. The kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back, and I didn't have a lot of choice. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss. So, jetzt haben wir gleich ein Armadillo. Das haben wir schon. Wo müssen wir hin? Ach, zum Gemischtwarenladen, ja. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Hello. Howdy. Howdy. Okay, dann gehen wir mal zur Arztpraxis. Hello there. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Arztpraxis ist. Aber das ist halt einfach eine richtig coole Westernstadt. Wenn man sich halt. Ja, wie man es halt aus den alten Filmen so kennt. Also richtig urig. Ich mein. Ah ja. Gehen wir mal rein. Medizinkaffer. Okay, die erste geht auf Sie, hat's gesagt. Deswegen müsst ihr jetzt wohl umsonst. Merci. Das war's schon, oder? Dein Geld. Achso, ich habe 19. Das heißt, Kautabak. Ah, was war denn das gleich nochmal? Das ist schon ewig her. Ich glaube, da kann man Bullet Time auffüllen, glaube ich, oder? Info. So. Dead Eye.
Okay, Dead Eye heißt es natürlich, logisch, nicht Bullet Time, das war was anderes. War ein anderes Spiel. Was haben wir noch? Wildes Muttergaut. $1. Helfen gegen Fieber und Kopfschmerzen. Ja, sagen wir mal das Kaffer. Was haben wir sonst noch? Jetzt habe ich es verkauft, die Depp. Oder? Ausverkauft. Ich habe es verkauft, deswegen habe ich jetzt 20. Ah, okay. Ja, das wollte ich ja auch. Ich wollte ja, also genau, so kann man auch Geld verdienen. Das wollte ich eigentlich bloß einmal zeigen. Okay. Genau. Medizin und andere Verbrauchsgüter werden in einer Tasche aufbewahrt. Tasche. Ja, Tasche. Super. Hä? Wenn du dich verletzt, wird der Bildschirm rot, ja, das weiß ich. Aber das mit der Tasche. Tasche mit Linkspfeil, das hat jetzt nicht so funktioniert. Aber das ist ja wurscht, das sehen wir noch. Okay, wir vermeiden weitere Verletzungen und da ist schon die Bonnie. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once. And a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take the stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Ja, nicht wieder schießen lassen. Postkutsche. Mit der Postkutsche kann ich wieder zurückfahren zur Ranch. Gibt ein bisschen Ehre. Immobilien kaufen oder mieten die mit. Ah, okay. Aber dazu brauche ich, glaube ich, ein bisschen Kohle. Ah ja, da kann ich mal ein Zimmer mieten im Saloon oben. Kann man Spielstand speichern und das Pferdl ist da, genau. Also, man muss sagen, das Spiel ist immer noch aus dem Jahr 2010, also das hat 14 Jahre auf dem Buckel. Und für das, natürlich, mittlerweile ist Red Dead 2 Standard, oder nicht Standard, aber man vergleicht es immer mit Red Dead 2. Kann man eigentlich nicht machen, weil vor 14 Jahren hat es noch kein Red Dead 2 gegeben. Und dafür muss man sagen, was Rockstar da gemacht hat, es ist halt echt urig, atmosphärisch und macht einfach Laune. Ich weiß, dass Red Dead 2 besser ist. Technisch. Aber für die Story, mal schauen. Dann schauen wir mal hinaus da. So. So, jetzt können wir erst einmal aufs Map schauen. Was man so alles machen kann. Warte mal. So sind wir. Also es gibt ein Kino, dann haben wir da einen Marshall. Mit dem Marshall müssen wir reden. Dann gibt es da Postkutschenfahrt, genau, leerstehende Immobilien müssen wir noch kaufen. Oder drauf müssen wir noch sparen. Ja, dann gehen wir zum Marshall jetzt als nächstes. Der ist halt am, ja, das ist auch lustig. Five-Finger-Filet. Und ja, Poker können wir später einmal. Wobei wir kannten, sind wir pokern, bis wir nur Geld haben, dass wir uns die Immobilie kaufen können. Aber wir gehen jetzt erst einmal zum Marshall. Ach, Pferdl habe ich ja noch keins, oder? Wo schaust du denn da hin? So schauen die ja so nach links. Was ist? Okay, pass auf, ich laufe mal. Ist das ein Bug? Hey, was hast du gesagt? Hast du nie gemeint, oder was? You a tough guy, mister? I hope so. We gonna have a showdown. The only way out for you is down, son. 6 feet down. Sure. Ja, logisch. It's your funeral. Also, Duell, auf geht's. Diese Stadt ist zu klein für uns beide.
Tobias Weldon. Schauen wir mal. Ja, ich sollte das Tutorial jetzt noch nicht überspringen, weil ich weiß nicht mehr, wie es geht. Okay, ich muss ihn wahrscheinlich erschießen, schätze ich mal. Ziehe mit LT deine Waffe und bewege mit deiner Hand. Hey, da wollte Duell. Kann ich jetzt nichts dafür. Hätte ich nicht erschießen sollen. Bloß im Fuß nicht schießen, oder? Kann jetzt der Knarre nehmen? Ja, jetzt hat jetzt nicht so rum. Wir sind im Wilden Westen, da ist das so. Da Undertaker, Job für die. Okay, jetzt geht's zum Sheriff. Ja, wir sind im Wilden Westen, die haben mich rausgefordert, oder? Der hat böse Worte zu mir gesagt. So was tun wir nicht. Excuse me. Hey, you got a visitor. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them, one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come on, what, you getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks that live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson.
Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. The saloon's this way. Es ist halt einfach so endgeil inszeniert. So who we looking for? Bunch of two-bit hoodlums, led by this fella called Walton. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. There's the dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Walton's the top screw. Let's get after him. Damn, he's seen us. Come on, don't lose him. Let's go! Yeah. If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality, and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. If. Ja. Wo reitet ihr denn hier? Easy. Easy. Das ist so geil. Hold up, Marston. He must be at the old Pleasance house. Probably best we take it on foot from here. Whoa. Looks like we got company, boys. Hat uns wird auch gesehen. Take cover. Okay. Work our way up this hill. Marston, I got you covered. Move up to that wagon. Behind the crate, Marston. Smoking Nobody found you. Now move up to that crate. I'll cover you. Watch out for that bastard behind the rock. Yeah. You're about to go meet your maker, and I doubt he's too happy with you. Also, ich muss einfach schauen, dass ich da Führer komme in Deckung. Now get behind that outhouse. Ain't sure we seen the last of them. I'll kill every last one of you. Ist schon laut, glaube ich, oder? Couldn't hit a bull's ass with a bag full of banjos. Blast you. Ja, Musik ist ein bisschen laut. Die muss ich dann leiser machen. Das habe ich schon gemerkt. Ja, der ist drin, oder? Ja, ich hätte ihn am Leben lassen, nicht können, Mr. gell? Marston. Okay. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Also Musik ist schon stellenweise ganz schön laut. Die muss ich echt ein bisschen runterdrehen. Also, Ruhm gibt's, Ehre, was? Ehre habe ich verloren, okay. Ja, weil ich glaube, ich habe ein paar Leute erschossen, das mengt ich nicht so. So, kann ich noch ein bisschen looten? Da ist eine Kiste.
Da ist zumindest so ein paar Dollar drin. Jetzt kann ich mir auf jeden Fall die Immobilie leisten. Siehst du das? Outfit der Walton-Bande entdeckt. Hier wirst du in Jolla Springs wie ein Bandenmitglied behandelt. Es gibt ja, glaube ich, 17 verschiedene Outfits. Marshall hat dich fernab der Zivilisation zurückgelassen. Du kannst schnell zurück in den Ort gelangen, indem du im Lager zum Zielortreisen benutzt. Öffne deine Tasche und wähle das Lager aus dem Setmenü. Okay, Schnellgeise, echt? Ist das früher auch gegangen? Die erledigten Gegner nach Geld. Ja, looten, mach ja gerade. Da liegt noch eine Knarre rum. Ist natürlich auch nicht nett vom Marshall, gell? Dass ich mir die einfach irgendwo zurücklässt. Mitten in der Pampa. Da ist noch einer. Was ist das? Nix vergessen. Ah, nochmal 3 Dollar. Okay. Da ist ein Pferdl. Kann ich die nicht zähmen? Das ist eh meins. Ja, also. Ist mein Pferdl eh noch da. Und dann reite ich einfach wieder retour. Halt! Da ist auch noch ein Pferdl. Hä? Das ist doch meins. Wieso sind da 2 gesattelte Pferde? Da ist auch wieder ein Typ, schau hin. Was möchtest du? Wir reiten jetzt wieder die Tour. Machen wir da querfeld ein, oder? Dafür haben wir ja ein Pferd. Muss ja nicht auf der Straße reiten. Oder auf dem Weg. So, da sind wir schon. Jetzt sind wir eh schon da. Armadillo. So, ich glaube, jetzt muss ich mir da meine Immobilie kaufen. So. So. Den habe ich doch gerade vorher schon erschossen. Okay, manche Modelle schauen wohl ähnlich aus. Benutze Steckbriefe, um mit dem Jagen von Personen zu beginnen, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Ja, ist schön. So. Jetzt. Durch meine Kisten, da kannst du Zeig lagern oder rausnehmen. Was Munition wieder drin? Okay. Dann kannst du im Bett schlafen und Outfits wechseln. Im Endeffekt, Schrank, was ist da noch drin? Wahrscheinlich also Outfits und so Zeug. Ja, jetzt machen wir dazu, passt schon. Nochmal 3 Dollar im Schrank gefunden. Sehr gut. So, dann schauen wir noch auf der Map. Da sind wir in Armadillo. Wir können jetzt an Marshall Johnson nochmal besuchen. Da gibt es da wohl eine Quest, amerikanische Begehrlichkeiten. Genauso kann man aber auch da einen Steckbrief checken und gesuchte Personen jagen. Tot oder lebendig. Lebendig gibt natürlich mehr Kopfgeld. Bei der McFarlane's Ranch ist Bonnie McFarlane, die können wir besuchen. Da gibt es dann halt auch den Nachtwachenjob nochmal und da haben wir dann auch unsere Hütten, wo wir schlafen können. Genau, das ist jetzt einmal das erste und später gibt es dann natürlich noch mehr zu machen. Ich würde sagen, wir schauen jetzt in der nächsten Folge zum Marshall und was der da so für uns für einen Job hat. Das ist ein ganz cooler Hund und ja, da schauen wir uns die nächste Quest an. Alles klar, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Habitäre Servus, euer Drago. Legen wir jetzt erst einmal hin und schlafen. Da kann ich schlafen, oder?